Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch eine Deko-Idee mit dieser Nass-Steckschaumkugel als Basis zu zeigen. Ja, und in meinem Fall soll das Ganze dann später auch zum Aufhängen sein. Könnt ihr natürlich auch einfach mal zum Hinlegen erstellen, aber wie bereits erwähnt, in meinem Fall soll das Ganze dann nachher aufgehangen werden. Ja, und vom Design her oder vom Aussehen her habe ich mir jetzt gedacht, ich werde die, ich sag mal so spätsommerlich, herbstlich gestalten. Ich hatte jetzt meine Nasssteckschaumkugel auch eine gute halbe Stunde im Wasser liegen gelassen, ja, damit die sich halt letzten Endes auch so richtig schön mit Wasser auch vollsaugen kann. Ja, und an Materialien verwende ich jetzt gleich Mannstreu. Dann haben wir hier Rheinfarn, Fetthenne, Jungfer im Grünen, ja, die heißt jetzt wirklich so. Und nicht zu vergessen ein paar Hortensien. Das sind jetzt in meinem Fall Bauernhortensien. Immer dran denken, die Bauernhortensien hier nicht zu lang abschneiden, weil dann schneidet ihr aus Versehen die Blüten für das nächste Jahr ab. So was Ähnliches hatte ich auch letztes Jahr zur Weihnachtszeit erstellt. Allerdings habe ich es mir ein bisschen kompliziert gemacht, um halt die Kugel letzten Endes aufhängen zu können. Ich werde das jetzt heute ein bisschen einfacher machen. Leider habe ich jetzt keine große Nadel zur Verfügung. Das ist jetzt in meinem Fall einfach hier Bindedraht, habe ich ein Stück mal abgeschnitten. Dann haben wir hier etwas Schnur. In meinem Fall ist das jetzt allerdings auch eine Schnur, da ist ein Draht mit eingearbeitet. Ist aber jetzt vollkommen egal, ob da jetzt bei euch ein Draht in der Schnur ist oder halt nicht. Habe hier an dem Bindedraht mir eine kleine Schlaufe gemacht. Knicke jetzt hier diese Schnur mal eben um. So, mal eben hier gut miteinander befestigen. Meine Steckschaumkugel, die hatte jetzt hier schon ein Loch vorhanden. Ich muss den Draht mal eben hier gerade machen oder relativ gerade. Jetzt gehe ich hier einfach mal mit dem Draht durch die Kugel durch. Muss ich auf meine Hand aufpassen, nicht, dass ich mich hier gleich selber piekse. Ja, also wie gesagt, mit einer großen Nadel wäre es dann noch einfacher. Aber so geht es auch zur Not. Und ziehe das jetzt hoffentlich hier auch durch. Ich halte das hier mal eben fest. So. Das hätten wir jetzt schon mal. Eben hier den Draht wieder abmachen. Ja, jetzt will es nicht, wie ich möchte. Gehst du denn wohl ab? Danke. Mal beiseite. So, Schnur ist durch. Dann habe ich jetzt hier einfach so ein Stück Holz. Ihr könntet jetzt auch einen halben Schaschlikspieß zum Beispiel nehmen oder 2, 3 Zahnstocher. Und macht die Schnur jetzt hier mal dran. Damit die Schnur halt nachher nicht wieder, hinausrutschen kann. Ich brauche noch ein bisschen mehr Schnur. Und hier ein bisschen mehr Reserve, sonst kriege ich hier keinen Knoten rein. Ja, und wenn alles gut geht, dann bleibt die gleich auch von alleine hängen. Beziehungsweise, wenn ich die Kugel halt anhebe. So, Knoten rein. Es dauert hier auch immer ein bisschen, bis man das mal letzten Endes fertig hat. Ich glaube, ich mache lieber mal einen Doppelknoten. Sicher ist sicher. So. Ein bisschen strammer könnte es ja doch noch. So. Ach, jetzt habe ich hier Papier abgerissen. Überschüssiges Material habe ich jetzt mal eben abgeschnitten. Ziehe das jetzt hier mal wieder hoch. Wenn alles gut geht, tada, es hängt von alleine. Ich lasse das jetzt hier, ja, muss mal überlegen. Ich schneide mal so ein Stück ab. Die Schnur habe ich auch schon relativ oft verwendet. Hier ist auch, glaube ich, noch ein Rest irgendwo. Ne, doch nicht. Die kann auch schon mal weg. Ja, und dann muss ich jetzt natürlich auch noch mein Grün zurechtschneiden. Ich zeige es euch mal eben. Hier beim Reinfahren einfach hier die ganzen Seiten der seitlichen Triebe mal so abschneiden. Ich will das jetzt auch gleich nicht zu groß haben. Der ist auch richtig cool, der Reinfahren. Ja, dann habe ich hier die Jungfer im Grünen. Echt ein cooler Name. Das sind jetzt Pflanzen, die hatten meine Hunde umgenietet. Die waren jetzt bereits am Vertrocknen. Normalerweise lasse ich halt immer die Pflanzen so lange stehen, bis sich halt wieder neue Samen fürs nächste Jahr ausbilden. Aber die hier, die wären jetzt sowieso kaputt gegangen. Dann bei den Bauernhortensien auch immer hier so peu à peu so auseinanderschneiden. Was haben wir hier noch? Fetthenne. Mache ich hier auch die einzelnen Stiele mal ab. Die Länge kann man gleich immer noch entscheiden, ob man es noch ein bisschen kürzer schneiden möchte oder halt nicht. Ich entscheide das halt alles immer erst im Laufe des Erstellens. So, komm mal her, Mannstreu. Zum Thema Mannstreu, ich muss sagen, ich schneide den wirklich immer erst dann, wenn da keine Bienen mehr an die Blüten dran gehen. Es ist jetzt auch noch etwas an der Pflanze vorhanden, also ich habe jetzt nicht alles abgeschnitten. Ich gucke da wirklich immer, wo gehen noch Bienen dran, wo nicht. Muss aber jetzt auch mal fairnesshalber zugeben, bei der Fetthenne war ich ein bisschen,
ja, voreilig. Ne? Ich wollte jetzt unbedingt da Fetthenne mit einarbeiten, aber ich habe auch so viel Fetthenne im Garten. Insofern ist das jetzt nicht so schlimm, dass die Bienen da jetzt mal nicht so viel abbekommen. Ja, und dann könnt ihr diese Steckschaumkugel ganz entspannt gestalten. Die Materialien hier wirklich nur easy in diese Kugel hineinstecken. Aber ich glaube, ich will das noch ein bisschen kleiner, ein bisschen filigraner. Ja, hier wirklich einfach nur hineinstecken und dann so einarbeiten, wie euch das halt letzten Endes gefällt. Und dann werde ich das jetzt hier wahrscheinlich auch mal für euch beschleunigen. Ich sag mal, das Grün hat eine Länge, mal grob gemessen, sagen wir mal so 6 cm, maximal 7 cm, wen es jetzt interessiert. Länger würde ich es jetzt nicht lassen, es sei denn, ihr wollt das Ganze, ich sag mal, total plüschig letzten Endes haben. Könnt ihr das auch länger lassen. Einfach so machen, wie ihr das halt für gut empfindet. Der hier gefällt mir jetzt noch nicht so richtig, der ist mir zu lang. Die Kugel habe ich nun soweit fertig gestaltet. Noch mehr werde ich daran jetzt nicht einarbeiten. Aber ich kann euch jetzt auch noch den Knaller verraten. Ich habe komplett vergessen, mein Schleierkraut mit einzuarbeiten. Aber gut, das Bund lege ich beiseite und hebe das einfach mal auf für irgendein anderes Projekt. Ja. Im Laufe der Zeit werden natürlich auch alle Materialien eintrocknen. Aber ich persönlich finde, das sieht dann auch noch richtig klasse aus. Aber ihr könnt euch jetzt gar nicht vorstellen, wie knatschig ich jetzt wirklich bin, dass ich halt mein Schleierkraut komplett vergessen habe, halt hier mit einzuarbeiten. Ja, jedenfalls findet ihr nochmal alle benötigten Materialien auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.